Bitte machen Sie die Schrankenanlage frei. Sie stehen an Randstreifen und Zufahrten. Falschparker am Terminal. Hallo, können Sie mich hören? Sie blockieren die Buszufahrt. Eduard Kapp ist Verkehrsdisponent. Sein Auftrag? Chaos vermeiden. Unter der Brücke ist eigentlich unser Brennpunkt. Die meisten bleiben stehen, die lassen sich hier abholen. Hallo, Sie mit dem Mercedes? Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Fast täglich kracht's im Parkhaus. Also es gibt nichts, was es nicht gibt hier. Der erste elektrische Flugzeugschlepper. Einsatz für Achim Kahl und sein Team. Die Herausforderung war, den Fahrern die Angst zu nehmen, mit einem rein elektrischen Fahrzeug irgendwo am Flughafen liegen zu bleiben. Ob klein oder groß, der Phoenix E packt sie alle. Der stärkste Elektroschlepper der Welt. Es macht einfach Spaß. Es macht einen Riesenspaß, mit solchen riesengroßen Geräten auf dem Frankfurter Flughafen rumzufahren. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. CO2-frei bis 2045. Das ist der Plan am Flughafen. Airlines und Unternehmen investieren in Ökostrom und Elektrofahrzeuge. 600 sind schon im Einsatz, auch als Flugzeugschlepper. Der Phoenix E, der stärkste elektrische Pushback-Truck. Der Liebling unter den Schlepperfahrern. Auch Achim Kahl ist fasziniert vom Stromer. Unser absolutes Highlight, der erste in Deutschland eingesetzte vollelektrische Flugzeugschlepper. Nur mit Batterien. Er hat eine Kapazität von 165 Kilowattstunden und wird bei uns eingesetzt, genau wie ein Dieselschlepper, schafft die gleiche Menge an Schlepps pro Tag. Und wir fahren mit 100% Ökostrom. Aus Solaranlagen und Windkrafträdern in Norddeutschland. Achim Kahl ist Teamleiter, Chef von 52 Fahrern. Während seines Studiums jobbt er am Flughafen. Er fährt Hubwagen und Schlepper. Das macht ihm so viel Spaß, dass er die Uni sausen lässt und Karriere macht am Airport. Achim Kahl tauscht regelmäßig den Bürojob mit einer Schlepperfahrt. Jetzt, wo der Phoenix E in der Flotte ist, noch viel öfter. Das Fahrzeug fährt sich wie ein Traum. Es ist sehr leise, kaum Vibrationen merkbar. Im Vergleich zu einem Dieselschlepper ein sehr ruhiges und entspanntes Fahren. Der Motorsound der Hightech-Maschine. Zum Vergleich ein altes Modell mit Dieselantrieb. Elektroschlepperfahren ist Vertrauenssache, vor allem in die Technik. Das war anfangs ein Problem. Die Herausforderung war zu Beginn, den Fahrern die Angst zu nehmen, mit einem rein elektrischen Fahrzeug irgendwo am Flughafen liegen zu bleiben. Das ist der Albtraum. Deshalb hatten wir viel Überzeugungsarbeit zu Beginn der Einführung dieses Fahrzeugs zu leisten, um den Fahrern diese Angst zu nehmen. Mittlerweile ist diese Sorge verflogen bei den meisten. Wir fahren zum Auftrag nach Victor 169. Da haben wir die Kilo Lima, ein A330 der Lufthansa. Der Airbus ist vor 2 Stunden gelandet aus Lagos in Nigeria. ...170 Tonnen wiegt die Maschine und damit 10-mal so viel wie der E-Schlepper. Und die ziehen wir jetzt gleich in die Werft. Techniker wollen Triebwerke und Elektronik überprüfen. Routinemäßig. Jetzt schauen wir im Cockpit nach der Bremse und ob der Strom ausgeschaltet ist. Der Phoenix E gehört zur Firma Leos, ein Tochterunternehmen der Lufthansa. Ihre Schlepperfahrer haben eine Extrazulassung fürs Cockpit. Sonst dürfen sie keine Flugzeuge der Airline bewegen. Was die wenigsten wissen, der Schlepperfahrer bei Leos hat die Aufgabe, er muss ins Cockpit reingehen, er muss die Bremsen lösen, hat dafür zu sorgen, dass der Strom ausgeschaltet ist, dass alle Systeme runtergefahren sind. Das muss er alles kontrollieren bzw. selbst durchführen. Und erst dann kann er das Flugzeug schleppen.
Schlepperfahrer haben viel Verantwortung. Die Flugzeuge, die sie ziehen, kosten bis zu 400 Millionen Euro und sind oft voll besetzt mit Menschen. Flugzeug ist schleppklar. Wir warten auf BVD, Bodenverkehrsdienst der Fraport. Die möchten dann gerne die Treppen wegfahren. Das Transportband da hinten muss noch weg und den Strom abziehen. Achim Kahl fliegt gerne. Er kann in Flugzeugen wunderbar schlafen, erzählt der Mann aus Griesheim. Seine Freizeit verbringt er aber lieber in den Bergen statt in Flugzeugen. Mein Liebstes ist mit der Familie raus in die Natur, beim Mountainbike-Fahren, beim Wandern, ob hier im Odenwald oder im Allgäu. Das ist der Ausgleich für die viele Technik hier den ganzen Tag über. Der Elektroschlepper kann Flieger bis zu einem Gewicht von 350 Tonnen bewegen. Also problemlos alle Maschinen außer Jumbos und A380. Dafür haben sie einen noch stärkeren Schlepper. Gerade bei den heutigen Dieselpreisen sind wir froh, dass wir im Moment 3 elektrifizierte Schlepper einsetzen können, die dadurch die Kosten senken können. Und wir haben aus dem Grund auch den nächsten vollelektrischen Schlepper schon zu Ende des Jahres in die Schlepperflotte aufgenommen. Der Flieger muss in die Werft, 2 Kilometer entfernt. Ich schätze, ich bin in ca. 6 bis 8 Minuten stehe ich vor der Halle, dann können die Mechaniker übernehmen. Könnte passen. Die Akkus sind voll. Von der Parkposition für Flugzeuge zu den Kurzzeitparkplätzen am Terminal. Der alltägliche Wahnsinn beginnt schon frühmorgens. Dreiste Autofahrer blockieren die Straßen. Lange Staus sind hier normal. Sie sehen alles. Die Mitarbeiter der Verkehrssteuerung. Sie sollen den Verkehr am Flughafen am Laufen halten. Auch Eduard Kapp. Keine leichte Aufgabe. Parken ist teuer. Deshalb bilden sich Staus vor der Schranke zum Parkplatz. Jeder, der da vorne steht, wartet auf irgendeine Person zur Abholung. Wahrscheinlich telefonieren die auch gerade jetzt mit ihren Verwandten, Bekannten. Ja. Und natürlich schreien sie sich ein. Einer macht es vor, die anderen machen es nach. Und so entsteht dann unser Stau hier an der Ankunft. Sobald klar ist, wann die Bekannten aus dem Terminal kommen, fahren sie auf den Parkplatz. 10 Minuten sind kostenlos. Erst dann fallen Gebühren an. Hallo, wir fahren. Sagen wir so nett, gehen wir zum P35 Einfahrtbereich. Da haben wir wieder Falschparker. Die blockieren da alles. Gut, ich danke dir. Ciao. Was wir hier jetzt noch mal schön sehen, ist, ich fahre mal durchs Terminal und möchte gerne meine Mama, meinen Papa, meine Kinder abholen. Und fahre ich mal direkt vor ans Terminal. Bitte machen Sie die Schrankenanlage frei. Hallo? Aber es passiert nichts. Ja. Frei. Der Fahrer blockiert die Zufahrt für Polizei, Rettungsdienst, Hallo? Feuerwehr und Reisebusse. Und es fährt dann weg. 400 Kameras überwachen Straßen, Stellplätze und Ticketautomaten rund um den Flughafen. Hier sehen wir das Terminal 1, Terminal 2, Ankunft, Abflug. Alle Bereiche, wir haben Zugriff sogar auf die Autobahn, die B43, die A3. Bei Staus und Unfällen können Sie Verkehrsschilder und Ampeln steuern. Wir leiten den Verkehr um, da wird auch die Verkehrsleittafel umgeschaltet, Abflug gesperrt, bitte nicht mehr an die Ankunft fahren. Doch ihre volle Aufmerksamkeit bekommen dreiste Falschparker. Hier haben wir wieder einen Klassiker. Bitte machen Sie die Zufahrt frei. Jetzt kommt der Linienbus. Sie mit der weißen Jacke, hören Sie mich? Hallo, können Sie mich hören? Sie mit dem Mercedes? Sie blockieren die Buszufahrt. Von den Lautsprecherdurchsagen unbeeindruckt geht der Mann zum Terminal. Seine Frau will wegfahren, doch der Motor streikt. Das ist unser tägliches Geschäft hier. 3 Busse mit 60 Fahrgästen mussten warten. Und das Zeitgefühl bei Autofahrern relativ. Immer anders. Immer anders. Ja, ich bin doch eben gerade hier reingefahren. Es waren doch nur 2 Minuten. Nee, Sie stehen doch schon seit 20 Minuten drin. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Die Mitarbeiter der Verkehrssteuerung sind verantwortlich für 30.000 Stellplätze, 4 Tiefgaragen, 59 Freiflächen und 5 Parkhäuser. Hier sieht man schon die Füllstände. Gelb ist voll,
Grün ist noch ein bisschen Platz. Umso höher der Balken ist, umso voller ist es. Ja, die Grünen sind schon ziemlich ausgereizt. Dann weiß man, dass wir hier schön bestückt sind mit Autos im ganzen Parkhaus. 1404 reinzubringen, ja? Die Verkehrssteuerung ist rund um die Uhr besetzt. Jeden Tag. 42 Mitarbeiter arbeiten in 3 Schichten. Was haben Sie denn für ein Kennzeichen, bitte? In der Telefonzentrale landen Autofahrer mit Beschwerden, Nachfragen und Skepsis am Ticketpreis. Dann sind Sie bei 30 € richtig. Gute Einfahrt, ciao. Die meisten Kollegen oder Mitarbeiter von mir, die waren früher selbst tätig am Frankfurter Flughafen am Vorfeld. Gepäckfahrer, Frachtfahrer, Flugzeugabfertiger, ja, das hatte ich ja auch mal gemacht. Und so sind wir eigentlich zusammen eine große Familie. Ja, guten Tag, ich stehe hier am Automaten, aber die Karte ist fehlgeschlagen. Okay, wir machen ein neues Ticket, gell? Es kann auch mal sehr stressig werden hier. Dann mit 4 Arbeitsplätzen hier das Ganze zu besetzen. Und es kann auch manchmal durchgehend weg, sage ich mal, von morgens sogar bis abends durchklingeln. Ja, bitte? Ich soll hier nachzahlen. Ich weiß gar nicht wo. Ich stehe an der Schranke. Schauen Sie mal, rechts neben Ihnen sind nochmal 2 Kassen. Da müssen Sie hin. Ich komme hier nicht weg. Hinter mir steht ein Auto. Ja, dann müssen Sie kurz das Auto hier stehen lassen. Wo? Wo? Schauen Sie mal nach rechts. Direkt neben Ihnen rechts sind 2 Kassen. Einfach bezahlen und dann wieder rausfahren. Ich sehe keine Kasse. Doch, Sie müssen nach rechts schauen. Nach rechts. Ah, okay. Enge Straßen und Stellplätze. In Parkhäusern ist das Unfallrisiko am größten. Im Parkhaus, ja? So sieht es dann aus. Also es gibt nichts, was es nicht gibt hier. Zeitdruck führt zu Kontrollverlust, sagt Eduard Kapp und erinnert sich. Da ist die Dame so reingefahren mit Vollgas. Die hat diese Box mitgenommen, einen Betonpoller mitgenommen und dann lag sie hier auf der Seite und hat noch fast ein Audi aus dem Parkhaus geschoben. Auf die Straße runter, vom 5. Stock. Anscheinend wollte sie bremsen, es hat dann doch den Kickdown-Hebel betätigt und ist dann voll durchgestartet. Wahnsinn. Eine Berührung mit der Schranke meldet diese Fahrerin. Hören Sie, da kommt gleich ein Mitarbeiter zu Ihnen. Ja, aber ich muss zu meinem Flug. Ja, aber Sie müssen erst mal da stehen bleiben, bevor noch mehr passiert, ja? Ein Fall für Eduard Kapp. Er muss sich den Schaden vor Ort anschauen. Seit 15 Jahren ist er Verkehrsdisponent. Warum ich diesen Job gewählt habe? Weil der sehr abwechslungsreich ist, finde ich. Der Job für jeden auch. Weil hier bist du jeden Tag auch ein bisschen gefordert. Ja, man muss auch hier auch wirklich immer jeden Tag fit sein, wachsam sein. Weil auch hier immer was innerhalb von 1 Sekunde, 2 Sekunden alles passieren kann. Was hast du gelernt? Oh, ich war früher, heutzutage nenne ich das Mechatroniker. Früher hieß es ja noch Kfz-Mechaniker, hieß es ja früher. Ja, danach war ich dann auf dem Vorfeld tätig, habe ich auch gearbeitet. Ich kenne die Situation da draußen. Mit den ganzen Flieger von den Größen. Draußen habe ich auch Flieger beladen müssen, Koffer schleppen, wie man das alles so kennt. Ja. Alle Führerscheine auf dem Vorfeld gehabt, die ganzen Sondergeräte gefahren und habe dann hier in die Abteilung gewechselt. Hier ist der Unfall mit der Schranke im Parkhaus für Geschäftsreisende. Doch die Frau ist schon weg. Nur ihr Auto ist noch da, eingeparkt. Sie hat ja selber gemeint, es wäre nichts an ihrem Auto. Es ist wirklich nichts zu sehen. Sehr schön. Dann gucken wir uns mal unsere Anlage noch an, ob es die was abbekommen hat. Eduard Kapp informiert seine Kollegen in der Verkehrssteuerung. Es ist nichts am Fahrzeug, nichts an unserer Anlage, also ist alles glimpflich abgelaufen, das Ganze. Gell? Ja, danke dir, gell? Bitte. Tschüss. Tschüss. Der Disponent und seine Kollegen kontrollieren täglich die Technik in den Parkhäusern. Und nicht selten begegnen ihnen Falschparker, die auf Bekannte aus dem Terminal warten. So, was haben wir denn da Schönes?
Der Klassiker kommt jetzt. Die Ausrede ist meistens immer Handy und er sucht jetzt nach Ausreden. Ja, sehr schön, vielen Dank. Gell? Danke. Gute Fahrt. Gell? Sie können ruhig vorfahren. Parken am Flughafen ist teuer. Deshalb suchen sich Autofahrer Alternativen. Die sind mitunter sehr gefährlich. Das ist auch so ein Klassiker. Die stehen jetzt einmal auf der Seite und warten wieder auf ihren Anruf. Obwohl sie im direkten Halteverbot stehen, ist ja auch ein bisschen gefährlich, wenn man so denkt, weil die Autos ja von oben runtergefahren kommen und dann sozusagen ausgebremst werden. Man sieht es, sie müssen ausweichen. Ein Fall für die Polizei. Parken am Randstreifen ist dreist und strafbar, sagt der Disponent. Den roten Wagen kennt er doch aus dem Halteverbot eben. Jetzt steht er illegal vor der Schranke zu den Parkplätzen. Da will er doch mal nachfragen. So, dann schauen wir mal. Der Fahrer im roten Auto ahnt nichts Gutes und zischt ab. Alles gut. Zurück aufs Vorfeld zum elektrischen Flugzeugschlepper mit Achim Kahl. Rechtsraum nach der Etihad, November 14, im November. Die Freigabe der Vorfeldkontrolle. Los geht's. Zügig beschleunigt der Elektrotruck mit dem schweren Airbus am Haken. Mit Tempo 30 Richtung Terminal 1. Kein Unterschied zu einem Kraftprotz mit Dieselmotor. Oder doch? Kein Lärm in der Kabine, kein Dröhnen. Das macht echt Spaß. Nach 7 Minuten ist die Fahrt schon zu Ende. Sehr zum Bedauern von Achim Kahl. Er könnte noch ewig mit dem Riesenvogel Kreise drehen. So, wir sind vor der Halle 5 angekommen. Wir schieben die Kilonymer in den Schalldämpfer, dass die Techniker ihre Maintenance-Maßnahmen durchführen können. An dieser Extraposition werden Triebwerke überprüft. In 5 Stunden soll der Flieger wieder abheben Richtung Amerika, nach Seattle. Kollegen von Achim Kahl lieben und leben für ihre Schlepper. Sie pflegen sie und besitzen riesige Fotoalben mit Pushback-Trucks aus der ganzen Welt. Auch der Teamleiter ist fasziniert von diesen Sonderfahrzeugen, nicht nur in Frankfurt, auch im Urlaub. Auf jedem Flughafen, auf dem ich bin, schaue ich mir an, mit welchen Schleppern die Flugzeuge geschleppt, gezogen und gepusht werden. Interessiert mich, weil es gibt nicht so viele Schlepper auf der Welt, unterschiedliche Modelle. Und es ist eine Freude, andere zu sehen und die gleichen, die man selbst fahren kann und die man betreut, irgendwo auf der Welt zu sehen. Und was sagt die Familie dazu? Die erträgt das. Das ist kein Problem. Der Familienvater hat schon den nächsten Auftrag. Wieder ein Langstreckenflieger, noch größer, noch schwerer. Der Phoenix E zieht pro Tag 20 Flugzeuge in 10 Stunden. Jede freie Minute verbringt er an der Ladestation. Ein Airbus A340. Der Strom ist ausgeschaltet, die Bremsen gelöst. Der Langstreckenflieger bringt 200 Tonnen auf die Waage. Kein Problem für das Duo Kahl und Phoenix. Gold Zulu hat eine Bereitstellung. Wir sehen es hier oben. Und dann sieht es gut aus, dass wir pünktlich auf der Zielposition sind. Der Flieger muss zum Terminal 1. In 2 Stunden startet der Airbus nach Dallas mit 250 Passagieren. Seinen Lieblingsflieger kann er mit dem elektrischen Schlepper leider nicht ziehen. Lieblingsmaschine ist Boeing 747. Ist das schönste Flugzeug, ist angenehm zu fahren und man hat immer einen riesengroßen Schlepper dabei. Und zwar den größten Hybridschlepper. Ausgestattet mit einem Elektro- und Dieselmotor. Der lädt bei Bedarf die Akkus. Damit kann der riesige Pushback-Truck 2/3 seiner Einsatzzeit elektrisch fahren. Das freut die Techniker. Die Hallen stinken nicht mehr nach Abgasen.
1360 PS mit Hybridantrieb, nur für Jumbos und den weltgrößten Passagierflieger. A380. Außer den beiden Riesenfliegern kann Phoenix E alle Flugzeugtypen der Airline ziehen. Das sind immerhin 95% der Flotte, schwärmt Achim Kahl. Wir warten jetzt auf die Freigabe vom Tower und auf den Pushback vom Follow Me, dass wir die Position rückwärts verlassen können, dass ich alleine losfahren kann. Aber das ist auch mit ein Grund, warum ich die Büroarbeit, die sehr stressig ist, gerne an manchen Tagen mit dem Schlepperfahren ausgleiche. Wenn man wartet, kommt man zur Ruhe und hat Zeit. Inzwischen ist der Follow Me gekommen und wir können bestimmt gleich losfahren. Von 1 weiter links vom November. Der Follow-Me-Fahrer sperrt die Straße. Erst dann kann Achim Kahl Power geben mit dem Gespann. 65 Meter lang, 61 Meter breit, auf dem Weg zum Terminal 1. Alles klar. Es macht einfach Spaß. Es macht einen Riesenspaß, mit solchen riesengroßen Geräten auf dem Frankfurter Flughafen rumzufahren. Im Fuhrpark haben sie noch ein Highlight. Den größten je gebauten Schlepper der Welt. Mehr dazu gleich. Vom größten Elektroschlepper zur größten Flugzeugattrappe im Aviation Training Center. Das muss da rein. Oder anders gesagt, das Runde muss ins Eckige. Dafür wird einiges aufgefahren. 3 Kräne, Gabelstapler und jede Menge Stahl. Dazu noch 20 Experten. Ihr Auftrag? Diese Flugzeugattrappe aus Dubai muss in die Halle. Und 22 Tonnen schwer, 4 Meter hoch, 7 Meter breit, 18 Meter lang und 2 Millionen Euro teuer. Ja, ist okay. Übrigens, die Attrappe ist weltweit einmalig. Alles noch weiter. Lässt jetzt langsam raus. Mach mal die Lenkung gerade. Rainer Finett hat das Teil bestellt. Ja, heute ist der große Moment, wo das Gerät, was wir hergebracht haben, endlich auf die finale Position stellen werden. Wir haben vor einem guten Jahr eine Bühne gebaut dafür. Das Gerät wird dann oben aufgestellt. Unser Problem hier war, dass wir normalerweise hier auch Trainingsgeräte stehen haben, beziehungsweise auch hier der Sicherheitsbereich für die anderen Geräte ist. Den haben wir jetzt komplett abgebaut, sodass wir hier einfach auch Platz zum Rangieren haben. Und ja, unsere Geräte aus dem Weg gebracht, indem wir sie ein bisschen hochgefahren haben. Und damit haben wir jetzt hoffentlich genug Platz, um die Geräte einzubringen. Nein, sagen die Experten der Kranfirma, sie fordern mehr Platz. Also wir können noch ein Stück in die Richtung und wir können noch ein Stück hier weiter rein. Wenn der noch mal rangiert, nicht, dass wir daran hängen bleiben, ne? Na, dann schieben wir noch mal rein, soweit es geht. Genau wo unsere Treppe steht, wollen sie mit dem Kran hin. Und wir haben gehofft, dass wir die Treppe stehen lassen können, aber leider ist dem nicht so. Und
die Gefahr, dass wir nachher mit dem Kran dran hängen bleiben. Deshalb schieben wir sie jetzt maximal aus dem Weg und hoffen, dass es dann reicht. Rainer Finett ist verantwortlich für alle Flugzeugattrappen im Trainingscenter. Die bleibt. Soweit der Plan. Wie wurden die anderen Geräte eingebaut? Auch so aufwendig? Nee, so in der Form haben wir noch nicht. Also wir haben bis jetzt, wenn man einmal in die Halle schaut, die ganzen Geräte, die sind alle in Einzelteilen reingekommen. Wir haben noch nie ein Gerät in der Größe in einem Stück bekommen. Und allein die Vorbereitung, die wir dafür getroffen haben, wo jetzt das Tor ist, war früher noch die Fassade. Das haben wir im Vorfeld eingebaut, das Tor. Es ist eine ganze Menge Vorbereitung, was wir so noch nie hatten. Die Flugzeugattrappe ist so groß wie 1/3 von einer Boeing 777. Sie wurde mit der Airline geplant. Rainer Finett war regelmäßig beim Hersteller in den Emiraten. Was nachher technisch das Gerät alles können muss, das wird von uns mit definiert. Und mit meinem Team hier zusammen halten wir die Geräte am Laufen und entwickeln auch Trainingsgeräte. Weiter? Bitte, ja. Zur Erinnerung, das Tor wurde extra für die Attrappe eingebaut. Ist es zu klein? Der zweite Kran kommt so nicht durch. Die Spezialisten setzen den 22 Tonnen schweren Koloss auf Räder. Damit ist er knapp über dem Boden. Dadurch ist oben mehr Platz für den Kran. Zentimeterarbeit. Ich würde sogar auf Millimeter gehen. Jetzt haben wir noch mal durch Umhängen, hat es jetzt dann doch gepasst. Aber wir haben das Tor zu klein gekauft. Micha, fahr mal hinten nach links. Nach 3 Stunden ist der Simulator in der Halle. Jetzt muss er nur noch auf die Bühne. Vom Trainingscenter zurück zur Verkehrssteuerung am Terminal. Eduard Kapp hat schon wieder einen Stauverursacher im Blick. Unter der Brücke ist eigentlich unser Brennpunkt. Ja, die meisten bleiben stehen, die lassen sich hier abholen. Ja, warten, bis einer kommt. Ob Verwandte, Bekannte hier rauskommen, schnell raus. Ich will ja kurz nur schnell einen ausladen. Solche dreisten Stopps sorgen für Staus an den Kurzzeitparkplätzen. Die anderen sind ausgebremst, müssen warten. Die Autofahrer genervt, die Parkgebühren steigen. Denn nur die ersten 10 Minuten sind ja kostenlos. Wer nicht rechtzeitig rausfährt, muss nachzahlen. Die Schranken bleiben so lange zu. Sind sozusagen gefangen. Aber wir gucken jetzt mal. So. Und wir stellen uns mal hier hin und beobachten jetzt erstmal den Verkehr. In der Steuerungszentrale sehen die Kollegen das Chaos. Jetzt glühen die Drähte. Ja, bitte? Ja, schönen guten Tag. Ich bin hier bald 10 Minuten, um überhaupt durch diese Spur zu fahren, weil jeder in dieser Spur fährt. Jetzt bin ich mindestens 1 Minute oder 2 Minuten über die Zeit. Ja, ich sehe es gerade. Geben Sie das Ticket einmal ein. Ja, bitte. Dann wieder abziehen. Ja? Einen Moment warten, ja? Hier ist die Hölle los. Vielen lieben Dank. Ja, bitte, tschüss. Wenn Autofahrer wegen Staus nicht rechtzeitig die Parkzone verlassen können, sind Eduard Kapp und seine Kollegen kulant. Ich werde jetzt die Schranken manuell öffnen. Gute Fahrt. So, jetzt versuchen wir den Verkehr aufzulösen. Einfach rausfahren. Gute Fahrt. Einfach rausfahren. Kostenlos. Keiner muss nachzahlen. Doch nicht alle trauen dem Frieden. Rausfahren! Sie wollen lieber ihr Ticket einfach rausfahren in die Schranke stecken.
wollte hier jetzt mit Karte bezahlen, aber die Karte wird nicht angenommen. Wir können durchfahren, der Schrank ist offen. Oder sie wollen doch lieber zahlen. Das ist ein Phänomen, ja. Wenn Schranken offen sind, wollen sie nicht fahren. Ja. Wenn die geschlossen sind, dann mit Gewalt am besten durch. Jetzt haben wir Stau, obwohl 2 Schranken auf Dauer aufstehen, ja. Nach 20 Minuten ist der Stau aufgelöst. 3 Tore sind offen. Ich mache jetzt das erste Tor zu. Unser Ausfahrt 1 und 2 schließe ich jetzt. Ein normaler Arbeitstag für Eduard Kapp und seine Kollegen, die sich jeden Tag um gestresste Autofahrer kümmern. Aber trotzdem sind die Kunden auch glücklich, wenn sie sehen, wenn hier rausgewungen sind, sie müssen nichts bezahlen, sind sie auch glücklich, gell? Kollege, rausfahren! Raus, fahr raus, Schrank ist offen. Flugbegleiter bekommen eine neue Attrappe zum Trainieren im Aviation Training Center. Das Gerät ist 18 Meter lang, 22 Tonnen schwer und muss auf die Bühne hier links. Einziges Problem: sie haben kaum Platz für die vollelektrischen Kräne. Jede Ecke wird genutzt. Weiter, Micha, weiter. Gut. Rainer Finett ist für die Trainingsgeräte in der Halle verantwortlich, auch für das Neue. Wir brauchen jetzt doch ein bisschen mehr Platz noch für den Kran, dass er hinten rumschwenken kann. Und jetzt ist das noch im Weg. Das ist nur hier die Rauchabsaugung vom Gerät. Und können wir zur Seite nehmen, später wieder hinsetzen. Leichter gesagt als getan. Und bringt leider gar nichts. Das Rohr ist fest verschweißt in den Boden. Nichts zu machen. Mit dem Platz, den sie haben, müssen sie es versuchen. Ziehen wir hoch. Wird spannend. Abbruch. Die Attrappe stößt fast an den Arm des Krans. Er kann nicht höher. Die Decke ist zu niedrig. Das ist nochmal eine echte Herausforderung jetzt. Also da geht es jetzt noch mehr auf Millimeter. Wir hatten ja schon Millimeter, aber jetzt ist es wirklich super eng. Das ist jetzt das Gerät kurz vorm Arm. Mal gucken, was wir noch für eine Idee haben. Kennen wir, Daniel? Es geht nicht anders. Alles zurück auf Anfang. Der erste Versuch gescheitert. Sind wir hier im Radius drin und haben bessere Karte. So ist es, richtig. Die Kräne müssen weiter wegstehen. Anders bekommen sie das 2 Millionen Euro teure Gerät nicht auf die Bühne. Und diese Trennwände müssen auch weg. Noch eine Stunde und wir haben die ganze Halle abgebaut hier. Jetzt haben sie genug Platz, um den Arm des Krans weiter auszufahren. Das könnte reichen. Vielleicht. Vorfahren. Zehn Zentimeter auf. Naja, jetzt nur noch ein Stück vor und dann ist er da. Ja, endlich geschafft. 2 Monate war die Flugzeugattrappe unterwegs. Vom Hersteller aus den Emiraten zum Kunden nach Frankfurt. Mehr als 200.000 Euro hat der Transport gekostet. Montag kommt das Installationsteam vom Hersteller
Dann wird er hier noch angeschlossen, erstmal elektrisch, pneumatisch, zu Luft-Abluft. Und wenn er dann soweit ist, dass wir Training drauf machen können, gibt es vorher noch eine Abnahme. Dann toben wir nochmal durch alle Funktionen durch, die das Gerät hat, wird alles nochmal ausprobiert. Und dann, wenn das geklappt hat, dann wird er fürs Training freigegeben. Was das Gerät kann, gleich mehr dazu. Zuerst zurück zu Achim Kahl und den größten je gebauten Flugzeugschlepper der Welt. So, ich führe dich gerade mal zu unserem Dinosaurier. Der Brontosaurus unter den Schleppern, 45 Tonnen schwer, so viel wie 2 Brontosaurier, die größten und schwersten Dinos in der Jurazeit. Das ist unser alter S01, ein Goldhofer AST 1X. Der größte und stärkste Flugzeugschlepper, den es auf der Welt gab. Wurde extra für die Einführung des A380 gebaut. Hat nahezu 1400 PS aus 2 Motoren. Und das war der Liebling aller Schlepperfahrer hier bei der Lufthansa. 11 Meter lang, 4,50 Meter breit. Und hat's ihm genützt? Nein. Auch für diesen Dino ist jetzt Endzeit in der Neuzeit. Das Ende kam aus wirtschaftlichen Gründen und aus Umweltgedanken. Der Schlepper S01 hat einen Verbrauch von an die 30 Liter pro Stunde während des Schleppens. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das schmerzt unter Schlepperfans. Das schwingt sogar viel Wehmut mit. Man muss bedenken, das Fahrzeug gab es 3-mal auf der ganzen Welt, 2-mal hier in Frankfurt. Das wurde extra für den A380 gebaut. Das hat damals an die 1,4 Millionen Euro gekostet. Wir haben es alle gemocht, alle Fahrer haben es gerne gefahren. Aber die Zeiten ändern sich. Neue Technologien sind herausfordernd und die Zeit ist einfach vorbei für so einen Dinosaurier. Verkaufen oder behalten, das ist hier noch die Frage. Aber eines ist sicher, die Zukunft heißt Phoenix E. 2 elektrische Schlepper sind für die Firma bereits im Einsatz. Stückpreis 500.000 Euro. Auch andere Dienstleister am Flughafen investieren in E-Schlepper. Das war's für heute. Der E-Phoenix wird jetzt noch mal geladen. Wir laden hier im Moment mit 50 Kilowatt. Wir könnten mit 150 Kilowatt laden, aber um die Batterien zu schonen, belassen wir es bei 50, da wir 8 Jahre lang unsere Batterien nutzen wollen. Ende 2023 werden wir nochmal 2 dazu bekommen. Das heißt, wir werden Ende 2023 nahezu 30% unserer Flotte voll elektrifiziert haben. Achim Kahl will sie alle fahren, wenn er vom Schreibtisch mal weg kann. Premiere im Aviation Training Center. Erster Test für die neue Flugzeugattrappe. Endlich bereit für den allerersten Einsatz. Das neue Trainingsgerät für 2 Flugzeugtypen. Vorne 777, hinten Boeing 787. Eingerichtet wie in einem echten Flieger. Küche mit Kaffeemaschine. Bildschirme als Fenster. Und Ausbilder als Flugbegleiter. Stefanie. Simon, Gabi. Gabi ist auch dabei. Anuschka hier an der 3 rechts. Medizinische Notfälle, Feuer, Evakuierung. Was kann die neue Attrappe alles? Heute testen sie das volle Trainingsprogramm. Cabin Crew, prepare for departure. In dieser Kabine steuert Notfalltrainer Andreas Biel fast jeden Stewardessen-Albtraum. Jetzt kann ich jede Kamera anwählen, die wir hier eingebaut haben, sodass ich natürlich das kontrollieren kann, was die einzelnen Kollegen machen. Dann sehe ich das auch hier und wir können natürlich auch in Toiletten schalten, wenn wir eine Brandbekämpfung simulieren. Natürlich, wenn wir auch mal gemeinsame Trainings mit Piloten machen, kann man auch mal ins Cockpit schalten. Also da haben wir alle möglichen Optionen. Dann legen wir mal los. So ihr Lieben, kommt ihr dann mal nach vorne? Dann fangen wir nämlich mal mit dem Türtraining schnell an. Also von daher denke ich mal, Aber Flight machen wir gleich nochmal, weil da gibt es noch eine kleine Besonderheit im Moment.
Die leuchtet zusätzlich zur entsprechenden Position vom Wahlhebel. Aber die Tür ist mega easy vom Öffnen. Also, Entschuldigung. Auch im Dunkeln, ohne Sicht, muss ein Flugbegleiter in der Lage sein, bei einer verqualmten Kabine, bei einer Nachtlandung so eine Tür zu öffnen. Es klingt erstmal blöd, aber wenn man dann mit einer Rauchschutzhaube ausgerüstet ist, eingeschränkte Sicht hat, selbst natürlich noch aufgeregt ist, und dann ist es ganz wichtig, dass man sowas immer wieder antrainiert, jedes Jahr trainiert, um eben diese Handlungsabläufe nicht zu vergessen. Andreas Biel ist Fluggerätemechaniker, doch kurz nach der Ausbildung hört er von der Stellenausschreibung im Trainingscenter und denkt sich: Bewirbst du dich mal, scheint gepasst zu haben. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Mittlerweile bin ich hier Fachgebietsleiter und habe natürlich einen riesen Spaß dran. Gut, wir fangen mal an. Cabin Crew All Doors in Flight. Unsere 777 rollt in Boston Richtung Startbahn. Ich wollte nur daran erinnern, dass Boston am Wasser liegt. Ja, dann schauen wir mal, was sie so machen. Andreas Biel hat fast jedes Horrorszenario im Petto. Die Maschine rast über die Piste und landet im Atlantik. Ich will raus! Bleiben Sie bitte ruhig, bleiben Sie bitte ruhig. Ja, das tut ja trotzdem nicht. Ja, Cockpit. Hier ist Cockpit. Passiert hier was? Hallo, hallo, wir wollen raus! Passenger Evacuation. Gute los, alles liegen lassen, raus, Schwimmweste anlegen. Seatbelts auf, leave everything, get out, put in your life vest. Come this way! Hineinlaufen, hinsetzen, in Flag Life Vest. Nicht ins Wasser setzen. Bitte nicht. Und wie kommt das neue Trainingsgerät an? Naja, es ist erstmal ein neues Flugzeug. Es funktioniert dann eben doch noch anders als die anderen Flugzeuge. Und ja, man lernt so alles ganz genau kennen. Ja, danke schön. Dann kommt doch bitte wieder rein und verstaut das Equipment. Wir hatten das Problem, weil ein Kommando aus dem Cockpit kam, musste die Crew im Cockpit anrufen. Das haben sie auch alle fleißig getan und der Gong ging auch durch. Aber wir haben uns nicht hören können gegenseitig. Da muss die Technik noch mal ran, da scheint es ein kleines Problem zu geben. Bisschen ärgerlich. Wie war die erste Übung im neuen Trainingsgerät? Ich schaue natürlich, sind die Handlungsabläufe die wir auch sehen wollen. Sprich, sichern sich die Kollegen, weil wenn man aus so einem Flieger rausfällt und man fällt schneller wie eine Rutsche aufbläst, fällt man 5 Meter tief. Das wäre natürlich eher fatal. Die Handgriffe müssen sitzen, die Kommandos müssen stimmen, die Koordination der Crew, Absprachen, siehst du was, ne, damit man es auch weitergeben könnte. Das ist alles hervorragend gewesen. Nächster Alarm: Druckabfall. Ziehen Sie die Maske herein, pressen Sie die Maske auf Mund und Nase. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht Ziehen Sie verstanden. die Maske herein, pressen Sie auf Mund und Nase. Okay, das scheint ja funktioniert zu haben. Sehr schön. Zieht ihr bitte in der ganzen Attrappe alle Masken, die noch oben hängen, nach unten. Nach 4 Stunden ist der erste Trainingstag in der neuen Attrappe beendet. Und wie war er? Gerade mit so einer großen Gruppe zu trainieren, zeigt dann doch die ein oder andere Sache noch auf, wo Nachbesserungspotenzial besteht. Trotz der kleinen Problemchen finde ich das Trainingsgerät immer noch genial und ich freue mich auf die ersten wirklichen Trainings. Im weltweit einmaligen Cabin Emergency Evacuation Trainer. Für Boeing 787 und für die neue 777. Davon hat Lufthansa 20 Stück bestellt. Die ersten Maschinen sind für 2025 geplant. Das Crew-Training kann schon jetzt beginnen.